Ich bin hier in Medjugorje und bin mit dem Pater, wie ist Ihr Name? Michael Müller. Und woher kommen Sie? Ich bin aus Saarländer und bin Pfarrer in Luxemburg. Ah, ich erinnere mich, jetzt weiß ich wieder, ich habe bei Ihnen mal gebeichtet. Okay. Sie waren vorher beim Finanzamt, oder? War das nicht so? Richtig, Ja? richtig, Ja, ganz wir haben früher, uns- ja, ja. richtig. Und hatten Sie nicht gesagt, spätberufener Priester auch? Ne? Sehr spät berufen, ja. Mit 66 Jahren bin ich zum Priester geweiht worden, vor knapp 2 Jahren. Wow. Und was war der Weg? Warum haben Sie sich so radikal umentschieden? Also ich war gläubig erzogen worden von meinen Eltern und dann kam natürlich die Phase, oder die schwierige Phase, wo ich dann praktisch immer zum Mann wurde und dann, ich war begeisterter Fußballspieler und war dann auch Fußballtrainer und war von dieser Welt fasziniert. Und dann habe ich durch meine Mutter einen Ordensmann kennengelernt und ich habe auch bei mir gespürt, ich bin zwar zufrieden, aber nicht wirklich glücklich. Meine Mutter hat mich dann mal überredet, zu einem Gebetsabend mitzugehen. Das habe ich dann auch getan, dann eigentlich widerwillig. Es hat mir aber dann trotzdem gut gefallen. Und dann kam ein Sterbefall in meine Familie, eine Bekannte, die Schwester meiner Großmutter, die sehr fromm war. Und dann habe ich über mein Leben nachgedacht. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich möchte mein Leben verändern. Ich möchte mal versuchen, wie es ist, wenn man den Glauben wirklich praktiziert. Dann habe ich das begonnen und das hat mich dann so in den Bann gezogen, dass der Ordensmann festgestellt hat, dass ich eine große Freude im Glauben habe und der mir dann gesagt hat, meiner Meinung nach hast du auch die Berufung zum Priester, aber das war damals noch sehr schwierig. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal das Diakonat. Dann war ich zum Diakon geweiht, war 15 Jahre Diakon. Und der Bischof, als ich mich in Luxemburg vorgestellt habe, hat mir schon in Aussicht gestellt, dass er auch meine Berufung auch glaubt. Und dann hat er dann, mich nach ein paar Jahren nachgefragt habe, hat er beim Papst die Genehmigung bekommen, dass er mich, ich habe dann noch ein 2-jähriges Studium machen müssen im Seminar, ein Priesterseminar, dass ich dann zum Priester geweiht werde. Und ich muss sagen, das war mit der schönste Tag in meinem Leben, Ja. muss ich schon sagen. Und auch und wenn man von Medjugorje spricht, ich glaube Medjugorje, weil ich schon in den 90er Jahren hier war mit meiner Mutter, hat mich dann geprägt. Ich glaube Medjugorje hat nachgewirkt, sodass ich letztendlich sagen kann, dass ich zwar nicht hier meine Berufung bekommen habe, aber dass Medjugorje eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und die Sehnsucht nach Medjugorje ist immer sehr, sehr groß bei mir. Und dieses Jahr bin ich zum 3. Mal hier. Und das 14. Mal insgesamt. Wow, unglaublich. Und warum wollen Sie immer wieder hierher kommen? Das kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, ich bin Priester mit Leib und Seele. Und hier erlebe ich das, was ich als Priester auch mir als Priester vorstelle. Ich habe gestern fast 4 Stunden Beichte gehört. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl als Priester, Menschen, die Probleme haben, Wege aufzuzeigen, Wege der Heilung. Ich habe hier viele innere Bekehrungen erlebt, äußere Bekehrungen. Ich habe viele Berufungen erlebt. Mein bester Freund ist hier berufen worden. Und das ist einfach, hier bin ich Priester mit Leib und Seele. Und hier habe ich auch den Eindruck, die Priester hier werden auch so gesehen, sondern die werden wahrgenommen. Gestern kam eine Frau zu mir und sagte, in Ihnen sehe ich Christus und deshalb komme ich zu Ihnen, weil ich die Vergebung durch Christus über Sie haben möchte. Und das sind Dinge, die einfach schön sind. Und was mir hier am Medjugorje gefällt, ist auch dieser Friede. Dieser Ort strahlt einen unglaublichen Frieden aus. Ich bin hier geborgen, ich fühle mich von der Mutter Gottes getragen, von Christus getragen. Und hier bin ich wirklich Priester, so wie ich mir als Priester schon vorstelle. Unglaublich schön. War ein unglaubliches Erlebnis hier gehabt schon. Und was würden Sie, haben Sie so ein unglaubliches Erlebnis für jemanden zu beschreiben, was zum Beispiel passieren kann? Ja, ich kann das nicht beschreiben, weil wissen Sie, ich habe gestern Abend das erlebt, was ich im Mai erlebt habe. Da kann ich Ihnen ehrlich sagen, da kam jetzt gestern eine Frau zu mir, die hat sehr große familiäre Probleme. Und ich habe während des Gesprächs gedacht, oh Gott, was kann ich dieser Frau sagen? Was kann ich ihr für Ratschläge geben? Was kann ich ihr für Wege aufzeigen? Ich habe dann, während ich zugehört habe,
zu Gott gebetet, Vater unser. Und dann das habe ich auch im Mai erlebt, mit dieser Frau gesprochen. Ich habe plötzlich Sätze kreiert, die ich so noch nie gesprochen habe, sodass ich gestern das zweite Mal das Gefühl hatte, da spricht jemand eine Stimme spricht in mir und ich gebe das einfach nur weiter, weil das ist so schon berauschend und so faszinierend. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was ich der Frau gesagt habe, aber sie hat mir gesagt, sie haben mir sehr geholfen. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was ich ihr sagen kann. Und das ist wie eine innere Stimme. Dann spürt man eigentlich, wie groß Gott ist. Man spürt hier wirklich in diesem Ort die Größe Gottes. Ein Gott, der sich erbarmt, der Mensch wird, der seine Mutter schickt, weil er uns liebt. Das ist etwas Faszinierendes. Genau wie Sie sagen. Und es ist wie Jesus sagt, wir sind in dieser Welt, sind aber noch nicht von dieser Welt. Richtig. Wenn wir uns öffnen und wie Sie in der Messe sagen, durch Christus, mit Christus, in Christus, dann kann er durch Sie wirken und sprechen, wenn wir das zulassen. Nicht? Ja. Das ist der Prozess, oder? Genau, es ist ein Prozess. Und ich begegne hier Menschen, die sehr viel Respekt vor dem Priestertum haben. Gestern Abend eine ganz banale Situation. Ich war hier essen gewesen und der Chef hat mich umarmt, hat mich begrüßt. Herr Pfarrer, herzlich willkommen. Das ist etwas, was einem auch gut tut. Weil darf eins nicht vergessen, wir Priester und auch die Diakone, wir haben eine ganz große Verantwortung in einer Zeit wie dieser, die wahrlich auch für die Kirche nicht einfach ist. Genau richtig. Dann die richtigen Worte zu wählen Richtig. und so weiter und so fort. Und der Druck von außen, Richtig. von der Gesellschaft. Ja, und wenn ich hier bin, ich sage Ihnen, die Gnade, die ich hier empfange, die hält ein halbes Jahr, dass ich auch wieder die Kraft habe, in den Pfarreien wieder meine Arbeit aufzunehmen, die weitaus schwieriger ist, als viele glauben. Aber hier bekomme ich die Kraft, hier bekomme ich die Freude wieder für meine Weihe und für meine Berufung. Das spüre ich hier in ganz großer Weise. Ja, man könnte sagen, wie ein Telefon, eine Batterie, das Telefon ist aufgeladen genau, wird. Genau, wie ein Handy, das man auflädt. Hier lade ich auf und mit dieser Energie gehe ich dann in meine Pfarrei, die ich auch sehr mag und die Menschen, die ich dort liebe. Aber es ist unglaublich schwieriger, dort den Glauben zu vermitteln wie hier. Ich habe hier Fälle erlebt in den letzten Jahren, da kommen Leute, ich habe schon 20 Jahre nicht mehr beichten. Wenn ich dann frage, warum kommen Sie jetzt ausgerechnet, dann sagen, ich weiß auch nicht, ich komme nach Medjugorje und ich bin angezogen durch den Beichtstuhl. Ich bin mir bewusst, wie sehr ich Gottes Liebe und Barmherzigkeit brauche. Das braucht jeder von uns. Wir sind alle schwache und sündige Menschen. Genau. Und was würden Sie jemandem sagen, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, wow, das würde ich jetzt auch gerne machen, beichten gehen, aber ich habe Angst, was denkt der Priester von mir? Und dann behält er das und hat es im Kopf und so weiter. Mein Freund hat mich gestern auch gefragt, wie kannst du all das, was du hörst, verarbeiten und den Menschen auf der Straße begegnen, ohne dass du voreingenommen bist. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe einen riesen Respekt vor den Menschen, die in den Beichtstuhl kommen, die erkennen, ich bin ein Sünder, ich habe die Beichte nötig. Und die Beichte ist ein Befreiungssakrament. Ich bin befreit von Schuld und Sünde. Ich habe im Mai eine Frau gehabt, die hat zweimal abgetrieben. Die kam weinend in den Beichtstuhl. Die hat während des ganzen Gesprächs geweint. Als sie rausging, hat sie vor Freude strahlen. Am nächsten Morgen habe ich sie in der Kirche in der ersten Bank gesehen. Das sind die Dinge, die ich den Menschen sagen würde. Hab keine Angst. Gott ist ein vergebender, ein liebender Gott. Und er erwartet dich im Beichtstuhl, um dir den Weg der Heilung zu zeigen. Beichte ist ein Heilungssakrament. Und das ist eine so wunderschöne Erfahrung, nicht nur für den Penitenten, sondern auch für den Priester. Deshalb bin ich Priester geworden. Und diese Freude, die erlebe ich hier in Medjugorje wie sonst nirgends. Wunderschön. Und haben Sie einen Ort, ist es der Beichtstuhl der schönste Ort für Sie in Medjugorje oder andere Orte? Für mich ist der schönste Moment am Tag die Morgenmesse, um 9 Uhr die Deutsche Messe, aus zwei Gründen. Natürlich, das wissen Sie, in dieser Messe ist Christus gegenwärtig, im Hochgebet wird der Leib und Blut, ist er mit Leib und Blut gegenwärtig. Aber was mir hier auch gefällt, wir sind in der Sakristei, oft 15, 16, 20 deutschsprachige Priester, die Herzlichkeit, mit der wir uns begegnen. Wir sind alle, das spüre ich ganz deutlich, auf dem gleichen Weg. Wir haben alle eine tiefe Treue zum Lehramt der Kirche. Wir haben alle eine klare Vorstellung. Und diese Herzlichkeit, dieses gemeinsame Liebe zur Kirche, zur Lehre der Kirche, zur Tradition, das verbindet.
Und deshalb fühlen wir uns alle hier sehr wohl. Und die Heilige Messe für mich mit 16, 17 Diakonen und Priestern am Altar, das ist ein Erlebnis, das ich jedem mal gönnen würde. Da kommt wirklich Freude auf. Und am Ende, was würden Sie Menschen sagen, warum sollen die mal nach Medjugorje kommen? Wissen Sie, ich habe jetzt in den letzten Wochen, werde ich oft das gefragt, was zieht dich nach Medjugorje? Das ist doch sehr umstritten. Dann sage ich immer, wenn es umstritten ist, dann fahr hin. Ich bin damals hingefahren mit meiner Mutter, weil die mich darüber redet hat, und ich habe auch eine negative Haltung gehabt. Aber was ich hier erlebt habe, was man hier erlebt, ich sage das nur einmal, innere, äußere Bekehrung, Berufung. Satan sagt nicht zu jemandem, geh in den Beichtstuhl. Satan sagt nicht zu jemandem, bete den Rosenkranz oder geh den Kreuzweg. Satan, genau das Gegenteil. Und ich erkenne, so habe ich in der Bibel, steht es auch in der Bibel, Jesus sagt, den Baum erkennst du an den Früchten. Und ich sage jedem, ob das Bischof oder gar wer das ist, den Baum erkennst du an den Früchten. Hier erfährst du Gott, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Und hier erfährst du junge Menschen, die diesen Weg mitgehen. Und das ist für mich schon ein kleines Wunder. Und Medjugorje verändert den Menschen. Es kann sein, dass es, wie mein Kollege, der war das zweite Mal da, im Mai hat er gemeint, er hat gar nicht so viel empfunden. Aber jetzt hat er wieder hierher gewollt, weil das wirkt oft erst nach. Und dann kommt die Sehnsucht nach Medjugorje. Die Sehnsucht nach Heilung, nach Begegnung. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn Sie im Glauben wirklich wachsen wollen, wenn Sie glaubende Menschen begegnen wollen, dann kommen Sie nach Medjugorje. Die Mutter Gottes ruft jeden, denn sie liebt jeden Menschen in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Danke für dieses schöne Interview. Gerne.